Hier haben wir jetzt ein Formteil, das beschnitten werden muss. Dafür eignet sich das Wasserstrahlschneiden super. Kommt, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. So, und schon seht ihr das fertige Teil. Das Wasserstrahlschneiden ist generell ein Schneideprozess, womit sehr viel Hochdruck geschnitten wird. Es ist ein Kaltschneideprozess, das heißt, es entsteht keine Hitze beim Schneiden. Das erlaubt einen wirklich präzisen Schnitt hier um die Konturen und man kann auch zum Beispiel ganz kleine Logos, wie ihr hier vielleicht seht, ausschneiden. Das Wasserstrahlschneiden, das eignet sich für mittlere Serien, also irgendwo ab 100 Teilen, aber auch Großserien. Es gibt zwei Sachen, die wir dafür brauchen. Das eine seht ihr hier, das ist ein Schnittbild. Das Schnittbild, das erstellen wir vorher und die Erstellung von einem Schnittbild dauert so irgendwo zwischen 30 Minuten oder einem halben Tag. Was wir außerdem brauchen, seht ihr hier. Das ist hier eine Vorrichtung. Die Vorrichtung, die bauen wir dann individuell für das Produkt, wo das Produkt drauf sitzt. Und dann wird innerhalb der Vorrichtung um das Produkt rumgeschnitten. Das Wasserstrahlschneiden ist ein sehr schneller Prozess. Es gibt aber Dinge, auf die müssen wir unbedingt achten. Das Wichtigste dabei ist das Material und die Materialdicke. Wenn das Material sehr dick ist, dann muss der Wasserstrahl nur sehr langsam hier lang fahren, damit es sehr schöne Kanten gibt. Besonders wenn wir ein neues Produkt entwickeln, müssen wir uns also Zeit nehmen und auch ein paar Versuche fahren, damit die Schnittkante einfach optimal für das Produkt und das Material wird. Generell schneiden wir nur mit Reinwasser. Das bedeutet, in das Wasser ist nichts reingemischt. Das erlaubt uns auch dann hier in Bahnen unten das Wasser zu recyceln und ist am Ende sehr umweltfreundlich. Wir waren jetzt das ganze Video an einer 3D-Maschine. Die brauchen wir, um komplexe Konturen, also 3D-Konturen wie hier zu schneiden. Wenn wir jetzt aber ein Teil haben, was einfacher ist, also was zum Beispiel nur von oben geschnitten werden muss, dann können wir auch eine einfachere Maschine nehmen. Die zeige ich euch jetzt. So, hier seht ihr jetzt die 2D-Maschine. Hier ist auch schon ein geschnittenes Teil, also hier seht ihr eine relativ einfache Kontur, die dann ausgeschnitten wurde. Und das ist dann wirklich ein viel schnellerer Prozess. Ja, die Maschine fährt ganz schnell vor und zurück, schneidet das aus und schon haben wir ein fertig geschnittenes Teil. Ich hoffe, ich konnte euch hier im Video einiges über das Wasserstrahlschneiden beibringen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder eine E-Mail. Ich bin immer für euch da. Danke.